Diese Reise will helfen, Krisen zu überwinden. Hier in der Wüste Negev im Süden Israels kommen Jugendliche aus Konfliktgebieten zusammen, um gedankliche Mauern niederzureißen. My name is Rauda Hussein and I'm from Palestine. My name is Ronan Bennett and I'm from Cork, Ireland. My name is Guy Sandler and I'm from Israel. Hi, my name is Chloe McKay and I'm from Northern Ireland. Am Anfang steht ein Schnellkurs im Bauen mit Lehm. Zu Gast sind sie in einem Kibbutz. Hier hat man sich der Ökologie verschrieben. Gebäude aus Lehm sind ein Teil des Konzepts. Schon geht's los. Gemeinsam sollen sie hier ausgerechnet eine Mauer bauen, aber eine, die sie einander näher bringt. Das Programm heißt ja Mauern bauen, Mauern einreißen. Wo ich herkomme, da gibt es eine 10 Meter hohe Mauer, die Katholiken von Protestanten trennt. Elektrische Schleusen, durch die wir gehen müssen. Das ist also definitiv eine Mauer, die fallen muss. Wann das passiert, ist eine andere Frage. Unser Projekt ist ein Torbogen. Ein internationales Projekt. Die Brasilianer haben ja schon angefangen. Fangen wir an, einen halben Eimer Wasser und einen halben Eimer Erde. Und dann warten, 8 kosmische Minuten. Ins Leben gerufen hat diesen ungewöhnlichen Austausch ein Verein aus der Schweiz. Es gibt kein Projekt in dieser Art, wo das Thema Interkulturalität und Gräben und Mauern und Grenzen verbindet mit Naturarbeit, wo man sagt, man nimmt ein kontroverses Thema wie eine Mauer, wie eine Grenze und man tut an dem arbeiten und gleichzeitig auch die zu überwinden. Also die Mauer hat eigentlich eine Schutzfunktion, hat eine positive Funktion, trennt auch. Und so ist das eigentlich mit jeder Mauer, wo man darauf heranschaut, hat das eine spezielle Bedeutung für den, der darauf heranschaut. Und für den, je nachdem, auf welcher Seite das steht. Bei der Arbeit mit den Händen kommen sich also Menschen aus Ländern näher, die sich normalerweise nicht begegnen. Israelis und Palästinenser, die im Grunde auf engstem Raum beieinander leben. Für mich gibt es sehr wenige Gelegenheiten, Palästinenser zu treffen. Gemeinsame Aktivitäten gibt es einfach nicht. Das hat bei mir den Ausschlag gegeben, zu kommen. Ich glaube, es ist wichtig. Jeder Israeli sollte so etwas machen. Yeah, I think it's something very important that every Israeli should strive to do. Es gibt viele Mauern bei uns, die zerstört werden müssen zwischen Palästinensern und Israelis, damit wir zusammen ein besseres Leben haben. Auch aus der Schweiz sind junge Menschen angereist. Horizonterweiterung im direkten Austausch mit denen, die in ihrer Heimat mit fundamentalen Konflikten zu kämpfen haben. Und wenn ich dann mit jemandem von da rede, habe ich ihre Perspektive, die eigentlich sehr, sehr anders ist, habe ich herausgefunden, als das, was ich von den Medien immer gehört habe. Und deshalb es ist eigentlich mehr so generell, was ist der Unterschied? Wie sehen Sie es? Sie, die da wohnen und da leben. Und das ist, da bin ich eigentlich immer sehr überrascht geworden. Mittags wird das Wüstenklima unerträglich. Zeit für andere Arbeit, die an Vorurteilen. Ein Workshop über Stereotypen steht an. Die palästinensische Gruppe hört, was für Annahmen über ihr Land im Raum sind. Sie sind Terroristen, sie sind besetzt, von Israel schikaniert, Konflikte, Krieg, Islamischer Staat, Konflikte, Ärger, IS. Manches davon stimmt. Zum Beispiel die Shahids, die Märtyrer, der Kampf. Manche hassen Israelis, weil es viele Tote gab. Ich würde sagen, die Mehrheit hasst Israel, aber hat kein Problem mit Juden. Es ist nicht gegen die Religion, sondern gegen die Politik. Am Abend haben die Palästinenser bei ihrem Auftritt die Chance zur Imagekorrektur. Auch gemeinsames Essen verbindet. 1, 2, no. Go.
Und danach präsentieren sie einen Sketch über palästinensische Familienverhältnisse. Über Söhne, die von ihren Müttern gehätschelt werden, auch wenn sie schlechte Schulnoten nach Hause bringen. Den Töchtern der Familie geht es anders. Du hast deine Noten bekommen? Ich habe 98 von 100, Klassenbeste. Und damit bist du zufrieden? Wo sind die 2 Punkte? Wo sind die 2 Punkte? Weißt du, wo die sind? Die sind in deinem iPhone, mit dem du dich dauernd beschäftigst. Ein selbstironischer Beitrag der Palästinenser. Eine schöne Überraschung und ein gelungener Schlusspunkt dieses Tages. Am nächsten Morgen geht's mit der Mauer weiter. Hummus. Es sollte die Konsistenz von Hummus haben. Dicker. Mauern werden plötzlich überwindbar. In meinem Kopf war es immer so, dass Protestanten und Katholiken nicht miteinander reden und nichts miteinander zu tun haben. Hier werden sie gute Freunde, fantastisch. Und die Schweizer? Wo sehen Sie Ihren Ort zwischen all den Nationen und Konfessionen? Wir haben eigentlich nur andere Sprachen. Wir haben jetzt nicht so riesige kulturelle Gräben oder Mauern. Wie Sprachen und Mentalitäten ein Volk trennen können, Latino-Part. das werden Sie am Abend den anderen Teilnehmern erklären. Fürs Dinner haben sie sich auf ein altbewährtes Rezept geeinigt. Das Feuer dafür entfachen andere. Ich bin manchmal ein bisschen schüchtern. Ich will hier aus der Komfortzone raus und neue Dinge entdecken. Ich bin nicht so gut darin, anderes Essen zu probieren. Das versuche ich ja mal. Der Schweizer Abend bringt die erhoffte Herausforderung. Käsefondue in der Wüste. Bei fast 40 Grad. Sie wächst jeden Tag ein bisschen. Ihre Mauer aus Lehm. Und in der Freizeit? Gibt es Gelegenheit, Kontakte zu vertiefen, die sonst sehr unwahrscheinlich wären. Was jetzt kommt, nach diesem Programm, ist genauso wichtig. Ich werde auch später noch Dinge von ihr erfahren. Mauern bauen, um Brücken zu schaffen. Eine Reiseerfahrung, die wohl noch lange nachhallt. Yeah.